Willkommen zu Smart Data Stories. Heute haben wir ein ganz besonderes Video und zwar unser 50. Video. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir sprechen mal darüber, was hat sich so getan in einem Jahr, was haben wir eigentlich gelernt. Wir unterhalten uns immer über Datenstrategien und zu Beginn mit den ersten Videos war eigentlich so mit Gedanke an Datenstrategie, okay, wie kann ich Daten besser speichern, besser managen, wie kann ich Reports verbessern, wie kann ich die Datenqualität steigern, so einzelne Themen rund um Daten und wie kann ich sie verbessern. Aber im letzten Jahr sind wir eigentlich draufgekommen, im Zuge auch der Projekte, in denen wir arbeiten, es gibt diese Systeme schon. Alle Unternehmen oder viele Unternehmen haben schon gute Data Warehäuser, haben gute Auswertungen, gute Dashboards, die sie nutzen. Und was ist dann eigentlich das, was wichtig ist bei der Entwicklung einer Datenstrategie? Vielleicht, wenn ihr so unsere vergangenen Videos betrachtet, habt ihr es schon erkannt. Es geht nicht darum, bessere Systeme zu bauen, sondern es geht darum, die Systeme besser zu nutzen. Das heißt, die Kompetenz im Unternehmen zu entwickeln, die Kompetenz bei den Menschen zu entwickeln, wie sie mit den Daten arbeiten, wie sie damit umgehen, wie sie sie besser verstehen und infolgedessen für Entscheidungen auch besser nutzen können. Heute wissen wir, das Problem liegt selten an den Daten selbst, die sind vorhanden. Es liegt an der Struktur, an der Nutzung von den Daten, die vorhanden sind. Und das lässt sich sehr gut in 4 Mustern erkennen. Und zwar, es gibt Data Ownership und Data Governance, das wurde eingeführt, aber es wurde nicht klar die Data Ownership geregelt, also wirklich die Verantwortung für die Daten und zu welchen Entscheidungen sie dienen soll. Das zweite Muster, es wurden Data Skills aufgebaut, aber ohne der entsprechenden Data Literacy. Das heißt, die Menschen, die Mitarbeiter können Reports bauen, sie wissen, wie sie das Tool verwenden, aber sie wissen dann eigentlich gar nicht, welche Fragestellungen sie mit diesen Reports beantworten können und was jetzt die Aussagen von den Daten, die sie sehen, wirklich sind. Das dritte Muster ist, es gibt viele Use Cases, aber keine Priorisierung. Es wird nicht auf das geschaut, was bringt mich wirklich weiter, sondern nur darauf, wie kann ich denn diese Technologie am besten einsetzen. Ich habe ein Tool gefunden, ich möchte jetzt einen Use Case dafür finden und dieses Tool verwenden, statt wirklich zu schauen, okay, was bringt mir in meinem täglichen Arbeitsalltag oder auch in den Entscheidungen des Unternehmens eine Verbesserung und lässt mich bessere Entscheidungen treffen. Und viertens, es gibt KPIs, sie werden definiert, sie werden gemessen, sie werden erhoben, aber sie sind nicht in Zusammenhang mit Entscheidungen. Das heißt, es gibt die Messung, aber für die Entscheidung selbst werden sie dann nicht herangezogen und somit ist eigentlich das Erfassen der Kennzahlen fast ein bisschen verschwendete Ressourcen, wenn ich sie nicht nutze. Wenn ich jetzt Datenstrategie in einem Satz zusammenfassen müsste, dann ist Datenstrategie, es bedeutet nicht Daten zu managen, sondern die Entscheidungsfähigkeit systematisch zu entwickeln auf Basis von Daten. Und dafür braucht es 3 essentielle Dinge. Das erste ist, die Verantwortlichkeiten müssen definiert sein. Es muss klar sein, wer ist für welche Daten verantwortlich, wer besitzt sie und wer trifft auf Basis dieser Daten Entscheidungen. Das zweite ist, es müssen Strukturen geschaffen werden. Das heißt, es müssen diese Auswertungen, diese Prognosen, diese Modelle auch in die täglichen Prozesse integriert werden und nicht einfach nur Tools hier und da angeschafft werden. Und das dritte, es
steht und fällt mit der Führung, mit dem Management im Unternehmen. Wenn die Führungskräfte es nicht vorleben, dass mit Daten auf Basis von Daten entschieden wird, dann werden es die Mitarbeiter auch nicht machen. Und es bleibt bei verschiedensten Reports, die regelmäßig erstellt werden, aber nicht genutzt werden. Und das ist der Kern von wirklicher Datenexzellenz, wenn man diese erreichen möchte. Eben die Fähigkeit einer Organisation, konsistent bessere Entscheidungen zu treffen. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr mit Smart Data Stories. Wir haben uns überlegt, mehr Praxisbezug hineinzubekommen, dass wir auch Projekte betrachten, dass dort gute Entscheidungen waren, schlechte Entscheidungen, Erfahrungen und vielleicht auch ein Beispiel gemeinsam zu besprechen. Und natürlich sind wir immer auf der Suche nach interessanten Interviewpartnern, nach Führungskräften, die datenbasiert handeln oder auch noch nicht und es werden möchten und uns Einblicke gewähren, wie funktioniert das in ihrem Business-Alltag mit den Daten und auch mit KI natürlich. Danke an alle, die diese jetzt 50 Videos gesehen, geteilt, kommentiert, geliked haben. Wir freuen uns, wenn ihr weiter dabei seid, uns auch gerne Themen schickt, die wir behandeln sollen, über die wir sprechen sollen, oder auch Anfragen, wenn ihr bei uns als Interviewgast hier sein wollt in unserem Studio. Und natürlich bis zum nächsten Mal und mögen die Daten mit dir sein.